Hi ihr. Ja, heute melde ich mich nochmal. Ich zeige euch das mal kurz. Das ist gerade ein Asiate, der über die Straße geht hier mit einem Mundschutz. Ansonsten haben wir super schönes Wetter und sind relativ viele Leute unterwegs. Es ist Dienstagmorgens. Und ich bin unterwegs. Und hier schaue ich mal, dass ich war auch so ein bisschen neugierig, wie das auf den Straßen aussieht. Jetzt so die letzten Tage, wo es nicht ganz so schön war, waren nicht so viele Leute unterwegs. Auch auf dem Markt und so waren verhältnismäßig wenig Leute da. Aber jetzt super Wetter. Ich sehe total viele Menschen auf der Straße. Und heute Morgen habe ich noch einen gesehen, der kam aus dem Aldi wieder raus und hatte einen Mundschutz. Aber das waren alles Asiaten. Und bisher habe ich noch niemanden hier gesehen, der nicht Asiate war und einen Mundschutz hatte. Ja, vielleicht gehe ich auch gleich noch in den Supermarkt und dann können wir mal schauen, wie da die Regale aussehen. Aber meine Bücher sind abgelaufen, die Kinderbücher. Und deswegen muss ich wohl über übel nochmal in die Stadt, um in die Bibliothek, um die Bücher abzugeben. Und mein Laptop ist auch kaputt. Da wollte ich auch muss ich auch nochmal einmal in die Stadt, um das Laptop abzugeben, um zu gucken, was da, weil da ist nämlich noch Garantie drauf, dass die schauen, dass ich ein neues Laptop kriege. Ja, letztes Mal auch mit der Übersetzung in dem ersten Corona-Tagebuch. Da war die Übersetzung halt am Ende dann irgendwie nicht so stimmig. Ich gucke mal, ob ich das noch ändern kann. Ansonsten werde ich mir in Zukunft mehr Mühe geben. Ja, was das Coronavirus hier in Deutschland angeht. Also es ist ja so, dass in China damals, wenn man so verfolgt, wie lange das da genau gedauert hat, es war ja so, dass die ersten Fälle, die es dort gab, eigentlich gar nicht so, also es wurde ja nicht sofort evakuiert, sondern erst nach einer Zeit, und dann war halt auch der eine Arzt, der 35-Jährige, der dann festgestellt hat, dass es ein Virus der Klasse SARS, also in der SARS-Familie war und so. Und das Ganze hat halt schon gedauert, bis die Leute dort krank wurden, also immer mehr krank wurden und halt auch heftigere Sachen passiert sind. Und ich weiß jetzt nicht, also die allgemeine Einstellung hier ist, ist so, man ist Unsicherheit, also ganz viel Unsicherheit, aber eher, dass man es vielleicht noch verdrängt und dass man jetzt versucht, seinen Alltag so gut wie möglich zu gestalten. Wir haben Glück, dass wir, das ist so ein Zweitland gibt wie Korea, wo die ziemlich genau drauf schauen, wie sich das Virus verbreitet. Heute Morgen habe ich in den Nachrichten gesehen, da hat der Sektenführer, also der Chef dieser Sekte, hat sich beim Volk entschuldigt. Mit so einer Verbeugung. Und nicht, dass es ist halt symbolisch. Und was ich noch gehört habe, ist, in Korea kriegt man von den Regierungen und von den Stadtbezirken auch immer regelmäßig
Live-Ticker, diese Handywarnungen, die dir dann genau sagen, so, pass mal auf, geh da und da lieber nicht hin und da und da wurde also da und da befindet sich jemand, der wo der Verdacht besteht, dass er Corona haben könnte. Also solche Tracks und Live-Ticker gibt es dort, was natürlich nicht schlecht ist, weil man da relativ schnell gewarnt ist. Naja, das gibt es hier alles nicht. Also Live-Ticker gibt es hier nicht, aber das ist auch nicht so schlimm, weil es gibt, ja, auch wenn es hier keine Live-Ticker in dem Sinne gibt, könnten wir vielleicht durch dieses, dadurch, dass es dort halt viel besser aufgezeichnet wird, sehen, wie schnell sich das Virus verbreitet und wie rasant es sich verbreitet. Ich glaube, der erste Fall, der da gemeldet worden ist, der war relativ zeitnah also das war relativ schnell nachdem Wuhan die Fischmarkt geschlossen hatte und desinfiziert hatte. Ich glaube, ein paar Tage später wurde der erste Fall in Korea festgestellt. Und hier wurde halt nicht engmaschig kontrolliert. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass wir hier vielleicht so ein paar Tage mehr Luft haben vielleicht. So, jetzt war ich da gerade drin in der Bücherei und habe natürlich ein Buch. Es waren 10 Sachen und ich hatte nur 9. Super. Egal. Normalerweise kann man bei uns in der Bücherei einfach die Karte dann an einem Automaten hinlegen. Also dann scannt man so seinen Ausweis an diesem Automaten und bezahlt dann einfach. Den haben sie dann weggetan. Jetzt musstest du dich dann beim Servicepersonal da melden. Habe ich dann auch mich bei dieser einen Servicekraft da gemeldet. Und die war super fett erkältet. Das ist natürlich dann super. Also da schlägt ja mein Hypochonderherz direkt ein bisschen schneller. Aber ich muss so sagen, also auch die Bücherei, die war relativ voll. Und auch hier Schüler gehen einfach über die Straße. Es ist relativ belebt. Niemand trägt so weit einen Mundschutz. Und ich bin mir nicht sicher, ob das alles ich frage mich die ganze Zeit, warum die in China so krass reagiert haben. Also die Mittel, die waren ja wirklich super drastisch. Und klar sind die MERS erprobt und SARS erprobt und hier diese Vogelgrippe und sowas alles nicht, was nicht alles da war. Natürlich sind die da ein bisschen sensibilisierter, aber trotzdem habe ich so meine Zweifel, dass die ohne Grund so super krass reagieren würden. Also das ist die Frage, die so im Hinterkopf ist. Ich habe mir so einen Rollkragenpulli angezogen, dass ich notfalls hier so alibimäßig diesen Rollkragenpulli dann vor Mund und Nase machen kann als Pseudoschutz. Obwohl ich natürlich weiß, dass das jetzt nicht so super viel bringt. Naja, wollen wir mal sehen. Also irgendwie habe ich trotzdem ein seltsames Gefühl. Und man vermutet ja jetzt auch, habe ich gesehen, dass dadurch, dass man jetzt geschaut hat, wie viele Leute das überleben und wie viele Leute das halt nicht überleben, dass es zu vergleichen ist mit einer Grippe,
Aber bei einer Grippe hast du, glaube ich, eine Todesrate von 0,1%. Und bei dem hier jetzt hat man eine Todesrate von 1%. Das heißt, oder noch höher. Also irgendwie habe ich irgendwo jetzt mal gelesen, jeder Fünfte. Also jeder Fünfte hat, also wo es da nicht so lustig aussieht, wo es dann halt schwerwiegend wird. Und von dem, also jeder Fünfte kriegt irgendwie die Krankheit heftiger ab. Und von denen wiederum gibt es dann eine bestimmte Anzahl, die es dann nicht packt. Ich finde, das ist schon relativ hoch, aber dadurch, dass man jetzt nicht weiß, wie viele tatsächlich angesteckt sind, dadurch, dass diese Symptome bei manchen wirklich ganz milde verlaufen, weiß man halt bei den Leuten, die wo die Zahl halt super milde, also wo diese Erkältung halt super milde abgelaufen ist, weiß man halt nicht, ob das wirklich dann auch dieser SARS oder dieses Coronavirus war. Insofern ist das alles sehr müßig noch drüber zu spekulieren. Das, was wirklich krass war, dass die Leute da einfach umgefallen sind, so in der Straßenbahn, also nicht das war glaube ich die U-Bahn oder so auf der Straße, dass da gefilmt worden ist, dass Leute einfach umgefallen sind. Das war wirklich krass. Und ich denke, wenn sowas passiert, dann ist natürlich dann hier auch irgendwie der Teufel los. Und ich hoffe, dass es hier nicht so weit kommt, dass es in diesen Wochen jetzt, dadurch, dass es halt tatsächlich ein bisschen wärmer wird und dass diese Viren empfindlich auf UV-Licht reagieren sollen, dass das der Grund ist, dass es hier milder ausbricht. Und ja, ich hoffe auch, dass es in Korea so schnell wie möglich irgendwie unter Kontrolle gebracht wird. Weil dort haben die Verantwortlichen nämlich wohl der Bevölkerung jetzt gesagt, hey Leute, passt mal auf, wir haben nicht genug Masken und wir haben auch nicht genug Schutzanzüge, so wie es aussieht. Und haben sich dafür halt nochmal entschuldigt. Naja, wir wollen sehen. Naja, die Stadt ist auf jeden Fall voll. Im Parkhaus heute musste ich das erste Mal wurde ich direkt nach die tiefere Ebene gelotst. Es ist relativ voll in der Stadt. Spülmittel gibt es auch nicht mehr. Bisschen noch was. Ich bin jetzt gerade bei Lidl und schaue jetzt mal bei Lidl rein. Der Parkplatz ist erstaunlich leer. Um 2:30 ist die Zeit, bevor ich den Kleinen abholen gehe. Schauen wir mal.
So, ich fahre jetzt gerade wieder runter vom Parkplatz. Das war Lidl. Also, man muss sagen, es fällt schon auf. Also, Hamsterkäufe und sowas haben tatsächlich hier stattgefunden. Und man kriegt da noch die Nudeln, aber die sind dann aus Italien. Wo man ja auch sagen will, was für ein Virus soll überleben, wenn die Nudeln gekocht sind. Ich meine, ja, also Desinfektionsmittel ist gar nicht mehr zu erhalten. Auch bei den ganzen Apotheken sieht man solche Schilder, dass Mundschutz und also diese Mundschutzmasken und dieses Desinfektionszeug nicht zu erhalten ist. Wobei mich dann echt erstaunt, dass so wenig Leute mit Mundschutz rumlaufen. Ich weiß auch nicht, ich habe gerade jetzt noch so Mitarbeiter von DM gehört, wie die sich unterhalten hätten und so ein bisschen drüber gelacht haben, dass so viele Asiaten mit Mundschutz rumlaufen. Aber in Asien ist es so, tatsächlich auch jetzt fängt die Zeit an im Frühling und auch so ab November, wenn so ganz viel Smog ist, dass die Leute dann mit diesen Mundschutzmasken rumlaufen. Und da gibt es halt auch verschiedene. Also die Durchlässigkeiten sind da verschieden. Es gibt welche, die kosten $10. Und dann gibt es auch welche, also ich habe zum Beispiel letztes Frühjahr dann ein 30er-Pack für $2, also umgerechnet $2 mitgenommen. Und ich glaube, in der Herstellung kosten die Teile auch nicht so viel. Ja. Was ich jetzt noch gekauft habe, ich habe jetzt noch 2 Pakete Haferflocken gekauft und Schinkenwürfel, die ich einfrieren möchte. Ja, auch nicht übermäßig viel. Mit dem, was wir jetzt haben, also wenn es hart auf hart kommt, gibt es halt nur einmal am Tag Essen. Und ja, wird halt ein bisschen abgespeckt. Ja, und wenn man da mit dem sparsam umgeht, mit den Sachen, dann sollte man da auch auf jeden Fall ein paar Wochen mit auskommen. Ich glaube, dass es hier nicht zu Lieferschwierigkeiten kommen wird, weil es so aussieht, als ob diese Panik so ein bisschen verflogen ist. Also jedenfalls habe ich so den Eindruck. Aber es kann sich auch täuschen, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wann wieder Desinfektionszeug geliefert wird, keine Ahnung. Ich denke, sobald das wieder erhältlich ist und auch der Mundschutz irgendwie wieder erhältlich ist, dann bin ich soweit wieder beruhigt. Keine Ahnung, das sind so Sachen, die würden mir jetzt sagen so, hey, das Gröbste ist überstanden. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt noch da, dass erst alles auf uns zukommt. Insofern, also ganz hundertprozentig sicher fühle ich mich noch nicht. Ich werde weiterhin Nachrichten verfolgen und schauen, wie denn so die aktuelle Entwicklung ist hier und in Korea. Ich weiß, dass der DTFB sich gerade unterhält zum Thema, ob die Bundesliga jetzt im März überhaupt stattfinden soll. Und unser Team hat auch schon das Haus gebucht und wir freuen uns alle riesig und ja, ist auch alles organisiert. Donnerstag ist Training übermorgen und ja. Also heute muss ich sagen, bin ich ein bisschen beruhigt, weil